Moin Leute, wir fahren jetzt in die Dark Zone und nehmen euch mit zu einem Vlog. Und es ist sehr viel Stau angesagt. Wir fahren jetzt 4 Stunden für 384 Kilometer. Hinter uns ist noch der Mike und dann melden wir uns später wieder. Wenn wir uns bis dahin nie verfahren haben oder so. Denke ich, werden wir vielleicht heute auch noch ankommen. Aber wir sind mal gespannt, was auf uns zukommt. Bist du genervt, Tom? Nee, naja, wir haben jetzt den ersten Stau hinter uns und sind jetzt noch, wir haben jetzt eine halbe Stunde länger gebraucht, als wir eigentlich brauchen sollten. Ja, es zieht sich. Aber wir kommen schon irgendwann an. Dann hatten wir zwischendrin jetzt noch einen kleinen Weltuntergang. Da haben wir gar nichts mehr gesehen. Ja. Und ja, wie gesagt, jetzt haben wir Baustelle. 15 Kilometer. No! God, please, no! 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 15 Kilometer. Ja, jetzt seht ihr es gleich. Jetzt kommt das lustige Schild und es sind noch 11 Kilometer. Ja, jetzt habt ihr auch mal einen Zwischenstand. Ich würde sagen, wir melden uns dann nochmal, wenn es was Neues gibt. Kennt ihr den hier, der jetzt hier kommt? Hier, komm, wer es ist. Habt ihr ihn erkannt? Genau das ist er. Genau der Mike. Okay. Das ist der Tom. Gut, da. Wir sind aus der Baustelle raus und jetzt geht es erstmal weiter. Aber wir fahren nicht gehört in den nächsten Stau schon wieder rein bei Potsdam oben. Es läuft heute. Läuft. Ja. Sag was los. Sag was. Was soll ich sagen? Irgendwas? Wir kommen jetzt 20:13 Uhr an. Statt am Anfang war es 19:36 Uhr. Also Autobahn fahren macht super viel Spaß. Information, die keiner braucht? Ja. Information, die keiner braucht? Wir können das schneiden zum Glück. Ja, da können wir das ganze blöde Gequatsche rausschneiden. Uhr 36. Also Autobahn fahren macht super viel Spaß. So, kurze Pause, weil wir müssen von der Autobahn runter. Es ist ein neuer Stau aufgekommen. Und jetzt haben wir hier kurz Pause und suchen uns dann die nächste Route, wo es weitergeht. Genau. Der Mike, der Pierre und irgendwo im Nirgendwo in Brandenburg. Genau, hier ist weit und breit nichts. Richtig. So, wir haben jetzt angehalten und sind jetzt essen beim Italiener. Und hier gibt es Schönes zu essen. Nice. Und dann geht es weiter mit der Fahrt. So, jetzt haben wir lecker gespeist. Und jetzt geht es natürlich weiter, weil wir wollen ja irgendwann auch mal ankommen. Und ja, hier habt ihr mal einen schönen Sonnenuntergang noch. Rechts abbiegen. Darf man natürlich auch nie vergessen. Ne? Und jetzt sind wir in Garz. Und natürlich eine Umleitung. Super. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Streckenverlauf 3 Kilometer. Wir haben jetzt noch knapp 35 Kilometer. Und wenn wir angekommen sind und unser Lager aufgeschlagen haben, geben wir euch noch mal ein kleines Feedback. Und dann, ja, würde ich sagen, bis später. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Es wird schon düster. Es ist jetzt um 10:45 ist es. Für alle Westdeutschen. Es ist 15 Uhr nach um 10. 15 Minuten nach um 10, so rum. 15 Uhr noch. Und wir sind jetzt hier irgendwo im Wald, sind jetzt hier abgefahren, 3 Kilometer vor der Dark Zone und pennen jetzt praktisch hier im Wald auf dem Forstweg, neben Forstweg. Und ja, wir werden im Auto schlafen, versuchen das gerade alles ein bisschen klar zu machen, weil Mücken ist hier auch wieder am Start. Genau. Und dann sehen wir uns später nochmal wieder. Guten Morgen, Leute. Wir sind aus unserem Koma erwacht. Der Tom, der liegt noch in seiner Suppe. Der Mike, der räumt schon fleißig auf. Und ja, ich versuche ein bisschen klar zu kommen. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt, ob wir irgendwas zum Frühstück finden.
Und dann werden wir uns nochmal melden, wenn wir am Spielfeld angekommen sind, weil wir, wie gesagt, ja noch knapp 2 Kilometer haben. Und ich denke mal, wir werden fast der Ersten sein. Da bis später. So, servus Leute. Ja, klar. Wir sind jetzt auf dem Spielfeld angelangt. Hier ist der Tom. Hallo. Mike und der Rest der Truppe von Hamburg. Und ja, jetzt gibt es eine kurze Übersicht hier. An dich gerichtet, nicht an die Kamera. Und jetzt tun wir uns aufrödeln, komplett hier auf das Spiel. Und ja. Hast du noch irgendwas hier den Leuten mitzuteilen? Nö, Nö. ist schon wieder cool, viel gewonnen in der Dark Zone und wir freuen uns auf den Spielbeginn. Wir melden uns dann später wieder in der Pause. Da, habt ihr es gehört. Bis später. Mike ist auf dem Stuhl. Kam 37 Magazine vorbei. Mike muss das mal noch auffüllen. Mike, das tötet Speedloader! Karl, das tötet Leute! Tötet doch Speedloader, Mann! Wie kannst du das? Aber ich muss hier eine Menge wegbleiben. Sehr, sehr, sehr geil. Wir haben gerade Mittag gegessen, Döner. Erste Halbzeit war geht so, würde ich sagen. Sehr viel warten. Sehr viel, Ein bisschen festhalten, aber ja, warten halt. Warten, mal ein Gegner, Granate, warten zum Sporen. Genau. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Zu wenig Gegner. Zu wenig Gegner gefühlt, ja. ja, zu wenig. Haben Sie noch Was für irgendwas Gegner? zu sagen? Was für Gegner? Ich habe noch keine Gegner gesehen. Okay. Nur die Hit gemacht haben. Hast du irgendwas zu sagen? Er hat nichts zu sagen. Guck ihn noch näher ran. Nee, Nee. komm noch näher ran. Genau so. Ja, so ist besser. Und Sie? Haben Sie irgendwas zu sagen? Hoffentlich wird der zweite Teil besser. Ja, hoffentlich. Aber wir sind dann Angreifer. Angreifer und dann geht's los. Speedloader töten. Mike muss Speedloader. Es ist jetzt 3/4. Nein, es ist 4:45. Es ist 3/4 oder? 4:45, nicht oder, es ist 4:45. Oder 3/4, wie man in Sachsen sagt, oder im Osten. Hier, die machen jetzt Pause. Es war ein harter Tag, es war warm und es war gefühlt immer nur Gras, Gegner, Haus, Gegner. Ja, Aber nur eine Rückrunde, eine Runde ging auch noch. eine Runde ging, ja. Und ich nehme euch jetzt mit und wir gucken nochmal, ob wir noch ein bisschen was filmerisch Besseres hinkriegen, weil ich glaube, gameplaymäßig weiß ich nicht, ob das hier was geworden ist. Kann ich mir nicht vorstellen, ganz ehrlich. Ich muss auch erst mal meine ganzen Waffen machen, mein G36, dass die mal dahin schießt, wo mein Visier ist. Ich muss das alles mal einstellen. Ich komme da nie dazu. Ich mache für euch Videos und komme nie dazu, meinen eigenen Kram einzustellen. Ja, das muss ich erst mal alles einstellen. So, jetzt gehen wir mal gucken, ob wir mal da ein paar Leute finden. Hab ich. Raus frei. Achtung, Kamera! 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 Warte, Kamera.
Achtung, Kamera. Darf ich euch filmen? Ja, aber von hinten aber. Nein, alles gut. So. Ja, das ist ja besser. Stefan, hast du gesehen, die Richtung? Ja. Hast du ihn? Ja. Ist da noch mehr? Nein. Top! Wo ist denn die Kiste? Ende des Hauses. Okay, dann gucke ich mir die mal an. Mädels, 10 Minuten noch! Stellung halten! Hier ist die Kiste, das ist die letzte Kiste, die die Leute noch holen müssen, von Team Rot. Und die haben noch 10 Minuten, wie ihr gerade gehört habt. Es wird eng. Das Gebäude hier ist sehr schwer einzunehmen gerade. Hier sitzen also die Schlingel. Hast du auch einen abgekriegt hier? Nein. Ja, doch, vor uns. Aber ich glaube von der Hausecke. Alles gut. Ja, hier ist es ruhig geworden. Na, wir waren dort vor uns mit 16 Leuten oder so, dachte ich. Rücken! Rücken! Hit! Und ja, das hat halt einfach keinen Sinn gehabt. Das unkoordiniertes Vorgehen hier, Vorrennen, das bringt halt nichts. Nee. Gerade diese Hausecke hier links ist sowieso so mies immer. Ja, ja. Meistens geht es besser tatsächlich hier direkt durch die Mitte. Na, dort ist ja auch alles besetzt. Man musste erst Haus 5 nehmen und der Wald ist echt tricky aktuell. Ja, das glaube ich. Und dann noch mit so einem Dings vorne über und der Tarnung, da, ja. Definitiv. Wenn man sich immer versteckt oder taktisch wartet, sagen wir es so. Bist du hit? Nee. Darf ich dich filmen? Ja. Gut. Ist hier noch irgendwo was? Ich weiß nicht, ich glaube, weiß ich nicht. Also es waren noch irgendwie 5 Minuten oder sowas, hieß es vor uns. Ja, ich gehe mal jetzt hier rechts rum und dann versuche ich mal ins Gebäude reinzugehen. Ja, mach das. Scheiße. Bitte? Darf ich dich filmen? Na, aber selbstverständlich. Dann hier letzter Abschuss des Spiels. Gott sei es gedankt. Unentschieden. Der beste Sieg. Beide haben nicht gewonnen oder verloren. Ihr habt es gehört, Spielende. Ich gehe jetzt zurück meinen Rucksack holen und dann werden wir erstmal alles zusammenpacken. Genau. Und dann geht es irgendwann wieder nach Hause. Aber wir melden uns später nochmal. Möchtest du kurz deinen Senf zu dem Spiel dazugeben? Nee, wie du es fandest? Ja, Spiel war super, war auch anstrengend. Wetter 1A, also ja, besser heute geht nicht. Soweit ich mitbekommen habe, beide Seiten fair gespielt. Schönes Ding, beide bemüht. Gerne wieder. Gut, reicht schon. Ja, was haben wir jetzt mit dem Rucksack? Ich nehme ihn mit. Wir nehmen ihn mit, genau. Was würdet ihr machen? Stehen lassen oder mitnehmen? Das ist die Frage. Ja. Aber vielleicht treffen wir jemanden, der hier auf dem Weg ist. Sagen Sie Tschüss. Tschüss. War schön. Mach's gut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Rocco. Tschüss, Achim. Chelsea. Tschüss, ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Tschüss. War schön. Ja.
Ciao. Spaß gemacht. War super. Passt auf, ne? Umarmungen töten, Leute. Ja. Speedloader werden auch mal geil. Ja. Sehr oft gekillt, ja. So Leute, wir hatten heute einen sehr, sehr geilen sonnigen Tag. Hier, ihr könnt ja nochmal so, hoffentlich erkennt ihr es, ja, ich denke schon. Also muss ich wirklich sagen, sehr geiles Spielfeld, kann man nur weiterempfehlen. Wenn es für uns nicht so weit wäre, würde ich es definitiv öfters machen, hier vorne. Und ich denke, das ist beim Tom genau dasselbe, oder? Ja, mega. Also das ist für mich das aktuell beste Spielfeld, wo ich war bisher. Schwer, das hier zu übertreffen alles. Und ja, wir machen uns jetzt auf dem Heimweg, wie ihr seht. Haben jetzt alles abgebaut und haben jetzt noch knapp ja, 330, 340 Kilometer vor uns, sowas in der Richtung. Und werden uns dann auf jeden Fall unterwegs nochmal melden. Ja, dann bis später. Wir kommen gut durch, anders als zur Hinreise. Also wir fahren jetzt nur noch 3 Stunden 30, also komplett. Jetzt ist es noch 57 Minuten für 90 Kilometer. Alles schick, Rückreise super. Wenn die Hinreise auch so gewesen wäre, geil. Naja, kann man sich nicht aussuchen. Kann ich nichts dazu sagen. Genauso sieht es mal aus. Du kannst mir noch erzählen, wie du den Spieltag fandest. Wie ich den Spieltag fand. Ja, das willst du nie wissen. Nee, also ich muss echt sagen, der Spieltag war super, super geil. Ich war ja das erste Mal dort auf dem Spielfeld. Spielfeld super geil. Auch die Orga gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Natürlich 2, 3 Sachen, jeder hat ein anderes Empfinden. Aber ansonsten der Spieltag im Groben und Ganzen wirklich super geil, hat sau viel Spaß gemacht. Auch der Modi war richtig cool. Das ganze Team, was unsere Hamburger Jungs waren, unsere Jungs aus Dresden, super hat das geklappt alles. Und ja, eigentlich der Rest auch alles super geklappt. Auch mit den anderen Spielern, die bei uns im Team waren, war ein super angenehmes Spielen. Ja, gibt eigentlich gar nicht viel auszusetzen an dem Tag. Ich weiß nicht, wie fandest du es? Geil, kann ich nichts hinzufügen. War geil. Einfach wieder Dark Zone ist immer eine Reise wert. Also für mich aktuell das beste Spielfeld. Aber ich habe noch nicht alle besucht. Deswegen, wir werden dieses oder spätestens nächstes Jahr mal noch andere Spielfelder besuchen und dann mal gucken, wie diese so schlagen. Aber aktuell ist Dark Zone mein Favorit. Danach kommt Blesser und dann kommt Meißen. Ich hoffe, man erkennt uns. Wir sind jetzt zu Hause, 10:30. Der Pierre muss noch ein Stück fahren, 20 Minuten. Und dann melden wir uns ab und wir hoffen, euch hat das Video gefallen und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.